Teufels. So, ich bin hier kurz hinter der Mühle Frauenstetten. Also ein wäre hinten dran. Bei Frauenstetten bei der Mühle sind wir nicht reingekommen. Ich meine, eins wäre hinten dran, aber es ist nicht weit. Und jetzt geht es dann das letzte Stück bis zur Donau. Das sind so etwa 18 Kilometer. Heute ziemlich frisch. Und gerade ist 6 Grad plus und ein guter Wind, aber die Zusam liegt ja schön weit unten. Da dürfte der Wind nicht allzu störend sein. Und das ist hier unser Einstieg. Für Zusam-Verhältnisse ein Wahnsinn. Das ist richtig gut. Die Funktionsweise dann hier die Treppe haben soll, ist mir ein Rätsel. Weil man kann hier mit dem Boot nicht weiterfahren. Da hat es gleich Steine. Aber wahrscheinlich Kunst am Bau. So, drin im Wasser, in der Zusam, und jetzt geht's los, Richtung Donau. Da kommen wir dann kurz in der Donauwörth raus. So, da kommen wir die Ableitung von der Mühle zurück. Wollen wir hochfahren? So, jetzt fahren wir mal darauf. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, und jetzt geht es ganz gemütlich wieder zurück. So, da ist das Altwasser, aber es schaut ziemlich zu aus. Ich muss noch da bis zum Eck fahren, vielleicht ist ein Biberbau drin. Gleich da vorne, muss man gucken. Kein Biberbau, nur ein schöner Fressplatz. Also besonders reich kann die Ortschaft nicht sein. So klein wie der ist es eine arme Ortschaft. Ein Industriegebiet. Können wir mal vorsichtig vortasten, werden wir vorkommen. Wenn wir vorsichtig vortasten, oft wird das sehr weit vorher gewarnt. Okay, da geht die Fischtreppe weg. Aber da ist noch lang kein Wehr zu sehen. Und erstmal eine Brücke. Das Wehr da vorne ist nicht überspült, also keine Gefahr. Hervorragend. Auf der anderen Seite vom Wehr hat es Treppen. Ja. Da müssen wir nur irgendwie über die Fischtreppe drüber kommen. Boing. Dieser Ausstiegspunkt. Und jetzt haben wir hier die Qual der Wahl. Man kann entweder hier runter, die Fischtreppe, da ist zwei Steine drin, da kommt man rüber und dann zur Treppe vor. Oder wie wir uns jetzt entschieden haben, hier runter und da einbooten. Echt, oder?
Oh ja. So, ums Wehr rum. Und jetzt geht's da lang. So, da vorne wird spannend. Kommt der Jürgen durch oder nicht? Oh, oh, er hängt, er hängt. Nein, nein, er hat es geschafft. Er ist durch die Blockade. Jürgen, der Blockadensprenger. Da vorne können wir zur Mühle abbiegen. Schau mal, also die Strömung kommt ziemlich heftig vor. Ob wir dagegen ankommen, schauen wir mal. So, und wieder zurück in der Zusam. So, da hast du die nächste Barriere, aber die ist, glaube ich, auch wieder gut zu fahren. Dürfte kein Problem sein. Jawohl. So. Houston, wir haben ein Problem. Da liegt was quer. Ja, das ist die Rohrleitung. Ja. Das ist echt voll blöd, dass da so ein Rohr drin ist. Aber nett, dass sie was draufgebracht haben aufs Rohr, dass es nicht rund ist. Das ja. Das ist doch gar nicht. So, und haben wir das Rohr geschafft, ist schon die nächste Schwelle da. Aber sieht auch wieder sehr gut aus. Die schaut gut befahrbar aus. Bin ich wieder optimistisch. Achtung, in der Mitte hast du einen Stein. So, das nehmen wir das nächsten Wehr. Da gehen wir uns wieder vorsichtig anschleichen. So, das Wehr schaut auch nicht viel anders aus als die anderen. Aber vielleicht ein bisschen flacher. Da könnte es Grundberührungen geben. Okay, mein Weg ist frei. Da hat die nächste Sohlenrampe, aber die schaut auch wieder gut aus.
Ich hatte eine Sohlenrampe nach der anderen. Das hört da gar nicht mehr auf. Ups. Das ist nur die Frage, wann kommt dann wirklich das Gefährliche? Kaum sage ich es, ist das Gefährliche wieder da. Da sieht an einer geraden Kante aus. Das ist die Rampe von E, wenn man sie von unten anschaut. So beides in der Mitte, das untere leicht rechts versetzt, von unten gesehen wäre es wohl gegangen. Aber die untere Rampe, wenn man sie von oben überhaupt nicht sieht, dann ist es ein bisschen blöd. Ups. Aber das ist echt was für Freunde der geraden Linien. Eine ewig lange geradeaus. Da wird Hochwasser gemacht. Da läuft das Wasser schnell ab in die Donau, ab nach Passau. Juhu! Ich muss ja sagen, zum Glück ist hier nicht renaturisiert, weil dann wäre es hier wahrscheinlich zu flach. Aber so läuft es für uns hervorragend. Kann man eigentlich nicht beschweren. Lech, da geht raus. Oh, da kommt was Größeres. Aber wir schauen, was das da vorne ist. So rein optisch ist es jetzt etwas höher. Ein tieferes Teil, da hat es ein bisschen was Hindernisse drin. Aber links müsste es gehen. Ah, Vorsicht, Steine! Vorsicht, da kommt noch ein Stein! Also leichter, diese zwei Steine da unten, die sieht man erst sehr, sehr spät. Entweder da links oder rechts vorbei. Der Junge ist genau zwischendurch. Ein richtig schnelles Stück. Hier gefällt mir die zusammen, die kann man öfters machen. Und da vorne, dieser Hügel, das dürfte dann die Donau sein. Aber da geht es erstmal bloß ganz lange rechts parallel zur Donau entlang.
So, der Jürgen will es wissen. Er will diesen schmalen Teil darauf. Das war der Jürgen doch zu schmal. Seine Paddel sind einfach zu lang. Bin zu dick. Ja, einfach zu fett, der Jürgen. Ja, Donauwörth. Ja. Stadtteil Zusam. Dieser Einstieg hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ich will unbedingt wissen, ob es da durchgeht. Wenn es nicht funktioniert, dann schlage ich ihn aber. Ich glaube, ich muss den Jürgen schlagen. Hier bleiben wir stecken. Aber wenigstens hier breit genug zum Umdrehen. Aber es geht schon mal, eine volle Flüssigwoche. Ist nicht so frech. Und sind wir noch nicht vorbei. Du, ich habe ein 1,40er Paddel, 2,40er Paddel. So. Echt blöd da drin. Oh, die Zusam hat uns wieder. Und ich habe eine riesen Halbbotanik an Bord. Um die Jahreszeit kann man sowas mal machen. Die Brutzeit ist vorbei, die Wintergäste noch nicht da. Ansonsten wäre es ein ziemlicher Frevel gewesen. So, da ist hier so eine Abzweigung. Ja, die schaut richtig fett aus. Die Abzweigung hier. Oh, ich glaube, es ist was Größeres. Ich bin mal gespannt, wo der uns hinführt. Dieser Arm hier. Will der Jürgen wieder wissen, aber ich glaube, hier ist es doch im Schluss. Oh, da kann man es nicht durchkämpfen. Jetzt geht es wieder zurück. So, wieder zurück in der Zusam aus der Amazonas-Expedition. Jürgen kämpft wieder mit seinem Billig-Handy. Sieht man vielleicht das Display aus und noch Dunkelheit. Jetzt riecht er gerade, wie das wieder hell macht. China-Ware. Ja, hat jemand bei Ali bestellt. Kaufst du teuer, kaufst du auch nicht schlechter. Sieht aber weniger so aus. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir? Links oder rechts? Es teilt sich hier. Die Frage aller Fragen. Nehmen wir auch rechts. Links war, glaube ich, eine Täuschung. Der Hauptstrom geht eindeutig rechts. Links ist wohl eine Auswaschung. Ich habe mich getäuscht. Eindeutig rechts. Ist das Wunder geschehen? Das wird wieder hell, war hell.
Ein super gut getarnter Ansitz zum Jagen. Oh, so ganz was anderes. Bin mal gespannt, was das wieder ist. Ob die Kerben über den Fluss gespannt sind, im Fluss sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich schicke Jürgen mal vor. Gucken wir mal, was passiert. Eine heftige Stromschnelle. Wildwasserstufe 1. Und Stahlseile irgendwo. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Das ist doch mal richtig heftig. Oh, da wird es echt nicht langweilig hier. Hat immer wieder mal was. Der Junge war wieder mal zu schwer. Jetzt liegt er voll auf und wird aufstehen. Er kommt nicht weiter. Ich bin ja gar nicht happy. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Er sitzt voll auf. Da geht gar nichts mehr. Da geht nichts mehr. Ups, wo ich dahin treibe. Völlig ist er schief flach. Oh, er hat wenden können. Er kommt raus, er kommt raus. Muss nicht aussteigen. Das ist schade. Das ist schade. Dann hätte ich mir jetzt der Tag wäre gerettet gewesen. Wenn ich so. Oh. Solche Androhungen. Oh. Jetzt ist der Jürgen sauer. Jetzt wird er sauer. Jetzt werde ich gejagt. Ups. Oh, das geht hier munter weiter. Wir gehen noch diese renaturisierte Strecke. Dann geht sie sich wieder teilen. Und wir gucken, wo sind die tiefen Stellen. Hier, wir fahren rechts, da ist mehr Strömung. Hier ist ein vollen Prallhang. Okay, aber nach vorne ist frei. Hurra! Ich bin echt begeistert. Innerlich habe ich gedacht, es geht total langweilig zur Donau runter, aber da wird dann noch mal richtig was geboten. Oh, da hat es einen Seitenkanal. Ups. Hier kommt der Seitenteil zurück und hier haben wir wieder die Wahl. Links oder rechts. Wie entscheidet man sich da? Es gibt zwei Möglichkeiten. Und irgendwo hat hier noch Seile drin. Okay, du links, ich rechts, oder? Ich nehme rechten. Mein rechter ist irgendwie etwas flach. Man hört es da hinten gewaltig. Der Hauptarm zurück. Und jetzt wird es so richtig breit. Ich glaube, das ist bald in der Donau. Das dürfte sein. So, das ist die Donau. Und da muss es irgendwie hochkommen. Und ich muss jetzt aufhören mit dem Filmen, weil gegen die Donauströmung komme ich jetzt nicht mehr an. Okay, versuchen wir es, ja. Genau. Schauen wir mal, wie hoch wir gegen die Donau ankommen. Früh sind wir dran. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir doch noch bis zum Wehr von Donauwörth. Bisher geht es ganz gut durch die Innenkurve durch. Okay, hier geht es gerade voll ab. Also ein Mountainbike vermisst, hier steht's. Dann ganz schöner Kampf durch die Innenkurve durch. Schauen wir mal, wie lange wir es noch schaffen, gegen die Strömung anzukommen. Ja. Boah.
Mein grünes Verdeck ist jetzt Naturgrün. Oh, aber ich muss jetzt erstmal Wasser lassen. Einen kleinen Blick nach Donauwörth rein. In die Stadt reinzukämpfen macht eigentlich kaum Sinn. Da hast du Schwelle drin, die können wir nicht durchbrechen. So, und jetzt zurück. Nur Obacht geben, dass wir an der Zusammenmündung nicht vorbeitreiben. So, jetzt geht es dann zurück zur Zusam. War eine sehr schöne Fahrt. Also schon erstaunlich, dass ich direkt vor der Haustür habe und es nicht weiß. Das war es echt gut. Sohlenrampen, schnelle Stücke. Ist nie langweilig geworden. Und ganz am Schluss der Fahrt finde ich einen Biberbau. An der Grenze zur Zusam. Also ein halber Zusam-Biber. So, und jetzt müssen wir da die rutschigen Treppen irgendwie raufkommen. Ohne runter zu stürzen und ohne auf Minen zu trappen. Ich lasse den Jürgen mal vor, aber der ist natürlich leichter. Hier müssen wir uns doch mal ausnahmsweise mal beim Angler bedanken, dass er so schöne Stufen reingehauen hat. Braver Angler. Vielleicht habe ich ja Glück und kann filmen. Jürgen knallt rückwärts in die rückwärts in die Zusam. Strich Donau. Jetzt wird spannend, es ist rutschig. Jetzt kommt das Gewicht vom Boot. Schau mal her. Das ist ja ekelhaft. Boah, mich gruselt's. Allein der Gedanke, dass ich jetzt da auch aussteigen muss. Ich glaube, ich suche mal einen anderen Ausstieg. Boah, schau mal, wie das matscht, Boah, geht's? Oh ja, hier wieder. Boah, Grusel. Danke den Scheiß. Boah. Oh, ich komme wieder. Scheiße. So, ich hoffe nur, jetzt kann ich nicht in die Zusam rein, beim Versuch auszusteigen. Oh Mann. Also wenn du jetzt runterrutscht, dann nimmst du dich mit, gell? Weißt du schon? Oh. Feuerwehrstahlseil. Das geht nicht gut, Muss irgendwie. Also, Und ein Stück höher. Und dann mich. Ein Stück höher. Aber hier ist es so rutschig an dieser Stelle. Hier. Jetzt habe ich krass. ja, der Jürgen kämpft und kämpft. Die Schwerkraft, die war noch selten so stark wie heute. An dem Eck heißt es eine Schwerkraftanomalie. Aber es sieht gut aus. Oh. Oh, jetzt muss ich darauf. Scheiße. So, wir haben es geschafft, diesen Gruselhang da raufzuziehen. Boah. Mein Bootshändler wird sich freuen. Ich brauche noch die Ösen, dass man den Wagen gescheit festmachen kann. Und nicht nur an den blöden Leine da. So, und jetzt gehen wir nach der schönen Tour noch in der Beltbeschweige mit einem schönen Mittagessen belohnen.